Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns das Parkside Akkugebläse an. Da zeige ich euch den Versuchsaufbau und wie ich alles gemessen habe. Also genau gleich wie beim Einhell, ihr seht es hier hinten im Hintergrund, das ist genau der gleiche Test. Und dann ist halt bei verschiedenen Abständen, bei 15, bei 10, bei 5 und bei 0 cm, dann mit den verschiedenen Aufsätzen. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Ergebnisse aus, aber man sieht, der Parkside ist einfach extrem leistungsstark. Wieso? Er hat eine höhere Geschwindigkeit und einen viel größeren Durchmesser. Der Durchmesser ist beim Parkside bei 26 cm und der Durchmesser ist bei Einhell bei ca. 17-18 cm, je nachdem wie man es nimmt. Und der Parkside hat mehr Luftgeschwindigkeit, das heißt viel mehr Luftvolumen. Aber die genauen Ergebnisse schauen wir uns dann später an, oder ich blende euch nun die Ergebnisse ein von den Tests und dann am Ende schauen wir uns berechnete Luftvolumen an. Das ist der Ansaugwert ohne Aufsatz, da ist das maximale Luftvolumen vorhanden. Das verändert sich relativ stark, wenn man andere Aufsätze drauf tut. Das heißt, wenn der Aufsatz kleiner wird vom Durchmesser, verändert sich die gesamte Luftgeschwindigkeit und das Luftvolumen. Es wird weniger, weil weniger angesaugt wird. Wenn es dann einen Aufsatz drauf tut, der ist meistens kleiner, dann verringert sich die Ansaugung. Nicht extrem, aber schon deutlich. Bei dem relativ großen Durchmesser sind es immerhin gute 15 km/h weniger und das macht einen deutlichen Unterschied beim Luftstrom. km/h, aber da sitzt es mit dem Aussatz schon auf 68 nur, 0,2 und das ändert das komplette Luftvolumen. Und da seht ihr es gleich, 23,10 km/h, also deutlich weniger wird angesaugt und der hebt auch deutlich länger. Durch das, dass weniger Luft angesaugt wird, verringert sich auch der Stromverbrauch und der Akku hält viel länger. Also mit dem Aufsatz könnte es die Akkulaufzeit positiv beeinflussen. So, das jetzt die Werte nochmal von den verschiedenen Aufsätzen. Einmal ohne Aufsatz, einmal mit dem kleinen Aufsatz. Und ja, wie ihr sehen könnt, die Luftgeschwindigkeit wird erhöht, aber der Durchmesser wird verkleinert und das ändert das Luftvolumen. Das Luftvolumen ist größer, wenn der Durchmesser größer ist, aber kleiner, wenn der Durchmesser kleiner ist, wenn die gleiche Geschwindigkeit gemessen wird. Aber sehr gute Werte, deutlich stärker als der Einhell, sehr starke Werte. Das ist ungefähr ein Unterschied von 20 km/h, weil das ja nicht mehr 2/3, ja, das Gerät misst so, ist wurscht, so wie ich es eingestellt habe, aber weniger und der Durchmesser ist kleiner, deswegen am Ende wird das Luftvolumen sehen, viel höher beim Parkside, sehr viel höher. 16 von da bis da, 10, 8,5 Durchmesser bis auf der Teil, 7 unten 6, 5,5. Da vergleiche ich den Griff mit dem Einheitgriff. Wie ihr sehen könnt, ist der Einheitgriff wie beim Akkuschrauber viel ergonomischer. Beim Parkside ist er einfach wie so ein Stangen oder so ein Rohr, wie ihr es nennen wollt, einfach viel zu dick und gleichmäßig, aber ist nicht so schlimm. Aber den Einhell verwende ich in der Hand viel lieber, ist auch leichter. Das schauen wir uns gleich an. Bei der Lautstärke sind sie sehr ähnlich, aber ich finde, dass der Parkside doch gefühlt, also nur von meinem subjektiven Empfinden, etwas lauter ist und etwas unangenehmer. Aber beide seien nicht super, also beide würde ich ohne Gehörschutz ungern verwenden. Aber ja. Wie ihr sehen könnt, messe ich nun die maximale Helligkeit von der LED, also wie hell sie wirklich ist, nicht jetzt wie effizient sie positioniert ist und wie der Strahlungswinkel ist, sondern die maximale Helligkeit von der LED. Da ist der Parkside etwas schlechter als der Einhell. Einhell liegt bei 15.000, also bei 16.000 und die Parkside oder das Parkside-Gebläse liegt bei 9.000, also fast 10.000. Also ist etwas schwächer, also deutlich schwächer eigentlich als die Einhell, aber in der Praxis viel besser. Werdet ihr das gleich sehen. Da schauen wir uns die LEDs an. Wie ihr sehen könnt, die LED ist vom Einhell sehr gut. Der strahlt genau dahin, wo man es auch haben will. Sie ist relativ fokussiert, heißt, hat einen relativ kleinen Durchmesser, nicht allzu klein, also wirklich perfekt eigentlich, mehr oder weniger. Das ist wirklich sehr gut
etwas schwächer als vom Einhell von der maximalen Lautstärke, aber in der Praxis viel besser. Der von Einhell ist im Vergleich sehr schlecht. Kommen wir nun zum Fazit. Wie ihr sehen könnt, der Luftstrom vom Parkside beträgt 85 Kubikmeter pro Stunde. Das ist fast das Doppelte vom Einhellgebläse. Und das ist wirklich extrem viel Luft, die da bewegt wird im Vergleich zum Einhell. Und das habe ich auch sofort gemerkt, auch bei den Tests und auch beim praktischen Test, dass der Parkside einfach kräftiger ist als der Einhell und das um Längen. Und ja, das sagen auch die Ergebnisse. Parkside gibt 70 Kubikmeter an, ich bin auf 85 gekommen. Wer jetzt recht hat, wenn nicht, weiß ich nicht, aber das ist mein Ergebnis. Und ja, ein sehr guter Wert. Super, für das Geld phänomenal. Wenn wir schon vom Geld reden, da ist der Preis, ich habe den einfach genommen. Parkside oder Lidl verlangt online 33 Euro für den Kompressor, für das Gebläse und den Koffer. Und ich habe einfach den halben Preis genommen, weil Koffer kann man auch einzeln nicht kaufen vom Parkside, aber der ist mehr oder weniger, was ich gesehen habe, bei jedem Gerät dabei. Und das finde ich super, das gefällt mir wirklich gut, weil es ist einfach praktisch zum Transportieren. Und ja, eben Preis habe ich dann einfach die Hälfte genommen, 17 Euro, und der Preis ist wirklich unschlagbar. Also für die Leistung, für das, was es bietet, unschlagbar. Und 3 Jahre Garantie halt. Das ist die Lautstärke bei 20 cm Abstand. Wie ihr sehen könnt, im Prinzip genau gleich. 1 Dezibel kann auch ein Messfehler sein, aber subjektiv finde ich, ist der Parkside doch, ich weiß nicht wieso, es kann eigentlich nicht sein. 1 Dezibel ist nichts, aber für mich ist er einfach gefühlt deutlich lauter. Also nicht extrem deutlich, aber man merkt den Unterschied beim Hören, finde ich. Der Parkside kann nicht bei allem gewinnen, das sieht man beim Gewicht. Da ist er halt schon deutlich schwerer wie der Einhell. Das macht sich wahrscheinlich durch einen großen Motor bemerkbar, durch das größere Luftrad und natürlich durch einen dickeren Griff. Und deswegen ist er halt schwerer. 100 Gramm ist viel, ich meine, der ist fast 30% schwerer, aber 100 Gramm ist wirklich kein hohes Gewicht. Also man merkt es natürlich, wenn man die Beine in der Hand hebt, aber ich finde auch, der Parkside geht in Ordnung mit dem Gewicht. Kommen wir nun zum Ausdauertest in Minuten pro Amperestunde. Das merkt man natürlich, dass der Parkside viel mehr Leistung hat, fast das Doppelte, aber dafür hat er auch die halbe Laufzeit. Also er verbraucht doppelt so viel Strom, heißt, wie man so schön sagt, alle kochen Leim mit Wasser, das stimmt wieder. Keiner hat einen extrem effizienteren Motor oder irgendwas. Im Prinzip sind sie relativ genau gleich effizient und ja. Der Einhell ist ungefähr bei 75 Watt, 60 sind angegeben bei Einhell. Das wird wahrscheinlich auch stimmen, weil ich habe einfach den Wert genommen, also von 2 Amperestunden, dass er halt 14 Minuten irgendwas, 14 Minuten, also fast 15 Minuten hebt. Das wären dann 36 Wattstunden und das dann mal 4 sind dann 144 Wattstunden. Das ist natürlich theoretisch, der hat nicht die 36 Wattstunden genau, wird immer weniger sein, aber ich habe es einfach so genommen. Also im Prinzip sind sie genau gleich effizient. Ich fasse nochmal das Wichtigste zusammen zu den beiden. Also Einhell, super Griff, super Verarbeitung, sehr schlechte LED, Leistung halb so stark, also 45 Kubikmeter ist wurscht, ich sage auch einfach halb so stark. Und Ausdauer halt gut, durch das, dass er weniger verbraucht, aber auch weniger Leistung hat. Das sind die Vorteile vom Einhell. Also wer länger oder mehr bläst und die volle Leistung nicht braucht vom Parkside, kann auch den Einhell nehmen, weil der hält halt doppelt so. Vielleicht braucht man das einfach nicht, wenn etwas zu leicht ist. Und Parkside nun. Parkside, super LED, auch super Verarbeitung, sehr starker Motor, sehr kurze Laufzeit mit einem 2 Amperestunden Akku, eben 15 Minuten, höheres Gewicht und eben der Griff ist nicht so gut gemacht, viel zu dick, meiner Meinung nach. Und das wären halt die wichtigsten Fakten zu den beiden Gebläsen. Ich hoffe,
dass das Video gefallen hat. Ich hoffe, dass es euch geholfen hat. Ich bedanke mich fürs Schauen. Servus, danke und ciao.